Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Blood Bowl 2. Wir sind immer noch in Kampagne, wir spielen immer noch gegen die Warhammer-Universum, ein Zwergenteam, das, naja, nicht so besonders glänzt. Viertes Viertel. Hat aber Glück gehabt. Ladies and gentlemen, I can't believe it. The dwarf player has gotten hold of the ball. I repeat, the dwarf player has gotten hold of the ball. Das scheint wirklich was Besonderes zu sein. Also ist es echt durch 3 Tackle-Zonen und hat den Ball noch aufgenommen. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber trotzdem hat er schlechte Karten, hier durchzukommen. So, jetzt muss ich gut überlegen, was ich mache. Was haben wir für eine Stärke? Es reicht nicht, wenn ich noch einen dazu bekomme. Okay, also kann ich auch angreifen. Los, tu es. Kann leider nur schieben. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. On the edge of the field there, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. Versuchen wir es nochmal von hinten. Leider auch nur schieben. Trotzdem ist es ganz gut, denn jetzt hat Zug hier ein etwas leichteres Spiel. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Weg. With arms like tree trunks. There was only going to be one result in that. Ah, sehr schön. Sogar gelähmt. Oh, hier muss man noch einen aufstehen lassen. Das hätte ich auch fast vergessen. Attacke auf den Ball Carrier. Ich kann nur schieben. Schon wieder. Oh, ich kann ja mal Richtung ausschieben. That player is so close to a world of hurt. Auch hier wieder kein Glück. So, was haben wir da noch? Ein Blitzer. Jetzt kann ich endlich mal hier ein bisschen mich bewegen. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Position. Okay, alle Bewegungen sind gemacht. Angreifen kann ich nicht mehr. Ich habe schon geblitzt. Dann ist der Zug beendet. Jetzt kann ich langsam auch mal meine Wiederholungswürfe benutzen. Ich habe ja noch 3 Stück und nur noch 3 Züge. Oh, und er hat keinen mehr. Das ist immer bitter und vor allem hat es ihm nichts gebracht. Außer ein sehr, sehr schnelles Rundenende. Wir haben hier einen Fänger. Unser Werfer ist gerade zu weit weg, um das Ding aufzuholen, oder? Ah ja, wenn ich den umgehauen bekomme, müsste es gehen. Mit dem kann ich noch hier unterstützen.
Dann hätte ich nämlich 7 und einen Würfel mehr. That's it. Get in their face. Ja. The player's fist is approximately the Sehr same gut. size as his entire opponent. Weg. Und du bleibst hier, damit du deinen Werfer nicht selber blockst. Der Fänger platziert sich mal da. Ich will jetzt mal einen Touchdown-Pass werfen, das wäre geil. I think they're waiting for the ball now. Der Werfer Or talking to the fans. nimmt den Ball auf. Warum ist da? Ach, da ist noch jemand. Da muss ich den vielleicht auch noch zur Sicherheit mal umnoggen. Oder schieben würde auch reichen von hier. Ja, sehr gut. Dahin. Folgen. Ja, jetzt aber. Jetzt kann der Werfer... Ach, jetzt geht er da durch. Ach ja, weil mein Spieler jetzt nicht mehr blockt. Umso besser. If the player remains unmolested, they could sprint into the end zone. Das sieht doch gut aus. Daumen drücken, jetzt kommt geile Action. Ein Touchdown-Pass. Sehr geil. This looks like the end. They can't catch up such a big gap. Sehr geil. Oh, erholt ihr euch nicht mehr. One team is lighter player, not a significant difference. Also eigentlich ist es ziemlich egal, was ich jetzt mache. Important thing, you gotta keep possession of the ball and not lose it. A strike back would be terrible. In 2 Zügen 2 Touchdowns ist, glaube ich, man kann es einfach sagen, wie es ist, unmöglich. Was ist denn dieses helle Gequietsche da? Die laufen so süß. The dwarf player has just picked up the ball. That's not their style. They must be up to something. Kleine Sau. Okay, unser vorletzter Zug. Wir machen jetzt direkt Druck. Wir machen direkt Druck. Oh, unter Dummkopf. Ja, versuch's mal. Wir haben noch so viel Wiederholungswürfe. And Okay, hat standing there wohl nicht drooling. geklappt. Oh, okay. A block made out Ein of kurzer desperation, Zug. no doubt. But this time it worked. Aber es ist euer letzter Zug. Also macht was draus. Macht jeder? Macht ihr Polonaise? Die Sau.
One less obstacle for the ball carrier. Textbook stuff. Oh. Sehr schön. Blitzen wir ihn mal von hier an. All this focus on the ball is against the spirit of the game. Er muss down gehen. More random violence. Jawohl. Du folgst. It left the ball carrier exposed. There could be a counter strike. Oh, der liegt aber schön da. So, wenn ich den aufgehoben bekomme. Sehr geil. Aber, ja, okay. Die Chance war da. Chance vertan. Trotzdem 2:0 gewonnen. An incredible match. I thought my heart would almost beat on more than one occasion. Da freut sich der Dicke. So, wir haben 70.000 bekommen. Und unser Fanfaktor wurde auf 8 erhöht. Sehr geil. So, was haben wir? Wrecking Reavers. 5 Skill Points, 2 Skill Points und 6 Skill Points. Thoughts, Bob? I try to avoid it, Jim. But this is the game of the season, no doubt about it. That coach is doing all right. He's got the team functioning well. They're winning games and maiming as they go. Who could ask for anything more? And the Cabal copter crash. We'll be looking at replays of that delight for a few years to come, I'll wager. Sure will. Those things don't come cheap. The real question is, who sabotaged it? Could it have been a freak accident, Bob? There's more chance of me being related to the Emperor, Jim. Goblin Gallagher got the odds up. 3-1, it's the Kabasi brothers. Trying to take out Reavers players, because they're still miffs they can't get to Griff. And slightly longer odds at 8-1, it's the sneaky assistant coach, trying to mess up a match so the head coach gets fired. Talking of the Kobasi brothers, they put up a reward declaring all-out war on the Reavers and a large bounty on Griff's head. What? The offer is open to all Blood Bowl players. Apparently, in-match accidents are cheaper to organize than straight hits these days. That's right. Assassins aren't cheap. Every year their prices go up way above the rate of inflation. You should see what it cost me to get rid of my ex-wife. It's horrendous. Have you seen the price of a Cathayan assassin? One of those rats from Clan Eshin? Daylight robbery. Don't talk to me about daylight, Bob. Well, the gouged eye Facetome page is getting plenty of hits tonight. A post from Varag Ghoulchewer says he intends to collect. Brilliant! This is the best season in years, Jim. But let's hope the Great Orc actually plays next time. None of this too important to Maine nonsense. Okay, also wir werden immer mehr auf die Pike genommen. So, wir können jetzt aber noch mal hier Leute aufsteigen lassen. Zum Beispiel den Otto Rudi, der eben den Touchdown gemacht hat. Stufe aufsteigen. Ist soeben aufgestiegen. Du hast, okay, was wird passieren? Wähle eine Fertigkeit. Okay. Also, was gibt's denn da? Allgemein oder geschicklich? Fangen wir mal hiermit an. Bis zu 3 statt 2 Extrafeldern. Hechtsprung kann auf jedes freie Feld innerhalb eines Radius von 2 Feldern springen. Bei einer Foul-Aktion fliegt ein Spieler mit dieser Fertigkeit nicht vom Platz. Okay. Nochmal Hechtsprung. Hechtsprung. Springen. Das ist ein Add-on quasi hierzu. Okay, fliegender Tackle. Abrollen. Der Spieler kann wieder aufstehen, ohne dafür 3 Felder. Ja.
Der Coach dieses Spielers kann entscheiden, auf welchem Feld der Spieler landet, wenn er zurückgeschoben wird, und der Coach kann den Spieler auf ein benachbartes Feld ziehen, nicht nur auf die 3 Felder hinter dem Spieler. Sprintsicher, wirft den Würfel erneut, falls er bei einem Spurt zu Boden. Das ist natürlich nicht verkehrt. Was haben wir noch? Ball entreißen, Pass verhindern. Brutal, wir müssen dran denken, wir haben hier einen Fänger. Abwehren, Manndeckung. Das hier ist eigentlich alles uninteressant. Ich würde sagen, wir machen sprintsicher. Jawohl. So, sonst ist leider niemand eine Stufe hochgegangen. Personal können wir können Cheerleader einstellen jetzt. Und Assistenztrainer. Desto eher gewinnst du kreischende Fans in der Anstoßtabelle. Brillantes Training in der Anstoßtabelle. Jo, kreischende Fans ist doch eigentlich ganz cool. Holen wir uns mal. Ja, das können wir uns nicht leisten. Holen wir uns mal 2 Cheerleader und 2 von denen. Jo. That's it. Hat der es jetzt gespeichert? Jawohl. Okay, dann könnt ihr jetzt natürlich hier schon mal sehen, wer uns als nächstes gegenübertritt. Und zwar ist das ein Skaven-Team. Hier seht ihr es, Ratten. Ähnlich vom Aufbau wie wir auf den ersten Blick. Die haben einen richtig krassen, einen fetten. Ein Rattenoger heißt es auch. Ansonsten Feldspieler. Sie haben sogar einen Starspieler. Dann 2 Läufer. Und diese Stormvermin, die sind wohl vergleichbar mit unseren Blitzern. Haben nämlich auch Blocken. Okay, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, und schreibt doch was in die Kommis, irgendwelche Tipps. Auch wenn ich schon viele Tipps bekommen habe. Dafür übrigens nochmal vielen Dank. Jo, und ansonsten bleibt cremig, Leute. Tschüssi.